Das heißt, Kim ist nicht schwanger? Sondern ich. Bisher hast du immer richtig entschieden. Das wirst du jetzt auch. Ludwig hat meine Intronisation mit einem kleinen Haken versehen. 6 Monate Probezeit, in der mir die Hände natürlich ein wenig gebunden sind. Graf Lahnstein hat die Operation soweit gut überstanden. Elisabeth. Charlie. Ihr habt es geschafft. Ich freue mich ehrlich. Ihr habt euren Vater wieder. Jetzt könnt ihr endlich eure überfälligen Flitterwochen nachholen lassen. Ansgar. Er wird charmant sein. Jetzt ist er ja nur Häuptling auf Probe. Verdammt doch mal, jetzt geh endlich an dein Telefon. Und Sie lauschen gefälligst draußen weiter. Sehr wohl, Graf Lahnstein. Sebastian, was ist mit Ludwig? Okay, dann erspare ich mir mal die warmen Worte, die du mir ohnehin nicht glauben würdest. Graf Lahnstein, bitte, wie geht es dem Grafen? Justus? Champagner. Gibt es was zu feiern? Der alte Esel hat die Schockfrostung gut überstanden, also bringen Sie sich auch ein Glas mit, ja? Was für ein zäher alter Knochen. Bringst du mich noch kurz zum Auto? Ich muss zur LCL. Na klar. Bringst du mir zu ihm? Frühestens in ein paar Stunden. Gräfin Lahnstein. Dr. Mendes, ich weiß überhaupt nicht, wie ich Ihnen danken kann. Ich bin so froh, dass mein Mann uns beide überzeugen konnte. Er wird auch wieder vollkommen gesund, oder? Ich meine, Sie konnten den Tumor doch erfolgreich entfernen. Das schon. Nur war der Tumor größer, als wir es erwarten konnten und dadurch stärker mit dem gesunden Hirngewebe verwachsen. Was heißt das? Das heißt, dass wir bleibende Schäden am Gehirn derzeit nicht gänzlich ausschließen können. Wann werden Sie das wissen? Die ersten Anzeichen würden direkt nach dem Aufwachen sichtbar. Es könnte sein, dass er Zusammenhänge nicht begreift, Angehörige nicht erkennt. Vielleicht wäre es besser, wenn ich jetzt einmal alleine mit ihm spreche. Nein, ich möchte bei ihm sein, wenn er wieder zu sich kommt. Dr. Mendes, solange Sie keine Gewissheit über seinen Zustand haben, bleibt das bitte unter uns, ja? Oh. Entschuldigen Sie bitte, Graf Lahnstein. Das ist mir noch nie passiert. Es ist mir sehr unangenehm. Bitte sehr. Ja, Justus? Pardon. Auf meinen Vorgänger. Gönnen wir ihm die Zeit, seinen Ruhestand ausgiebig zu genießen. Auf Graf Ludwig. Sag ich doch. Und? Wie fühlt sich das so an, auf der anderen Seite des Schreibtisches zu sitzen? Ja, ich kann mich dran gewöhnen. Habe ich dir schon erzählt, dass Ansgars neues Büro jetzt gut doppelt so groß ist? Echt? Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute der alte Stinkstiefel von diesem Schreibtisch aus gefeuert hat. Ich hoffe nur, der Funke springt nicht auf dich über, Frau Personalchefin.
Na dann. Dann gehe ich mal wieder. Thomas, ich weiß, wie sehr du dir dieses Baby wünschst. Ich habe doch gar nicht gesagt. Ich kann nicht verstehen. Das ist ein riesen Karrieresprung für dich. Allein das Gehalt. Wahnsinn. Dabei wird mir selbst ganz schwindelig. Ist doch klar, dass du das nicht in ein paar Monaten schon wieder aufgeben willst. Es ist nicht nur das. Sondern? Damals wollten wir beide eine Familie gründen. Ich habe keine Sekunde gezögert, ob ich diese Schwangerschaften wirklich wollte. Und jetzt, oh Mann, mir ist schon ganz wuschig vom vielen Nachdenken. Ich habe zig Pros und Kontras im Kopf und dann denke ich, Hilfe, ich kann doch nicht so pragmatisch an diese ganze Sache herangehen. Ob pragmatisch hin oder her. Du solltest jetzt nichts überstürzen. Wie, das heißt, du hältst dich raus und ich muss die Entscheidung alleine treffen? Hm, was soll das denn? Ja, ich will das Baby, das habe ich dir klar gesagt. Aber ich habe dir versprochen, dass ich dich zu nichts drängen werde. Und deswegen guckst du die ganze Zeit auf unser Familienfoto. Telefon. Wir sehen uns heute Abend. Thomas, ich empfinde nicht mehr so wie damals. Aber ich liebe dich noch so wie damals. Wolf? Think it's hopeless, hopeless. But what I can't explain, I'm sure you get it well. Charlie! Since I Bella! Was machst du denn schon hier? Ja, ich bin zurück. Ich habe gerufen, aber ich dachte, du bist gar nicht zu Hause. Ist mit Ludwig... Die OP ist gut verlaufen. Und weiß Tristan das schon? Oder war der? Ja, manchmal macht er dann doch noch das Richtige. Also das ist etwas, was mir bei den Ladensteins auch richtig imponiert. Die liegen ständig im Clinch, aber in so einer Situation wie dieser, da stehen sie einfach zusammen. Außer Ansgar natürlich. Na komm, gib her, die wird gewaschen. Charlie, Oh, entschuldige, ich wusste nicht, dass das ein Liebesbrief ist. das ist kein Liebesbrief. Tristan hat sich nur bei mir bedankt dafür, dass ich ihm geraten habe, ins Krankenhaus zu fahren. Ah, von Tristan. Mhm. Ja, ich habe noch mehr Wäsche. Habt ihr noch mal geredet? Über den Kuss? Ich habe dir doch gesagt, er ist Geschichte. Wir haben nur Billard gespielt. Billard gespielt? An einem Tag, an dem sein Vater eine lebensbedrohliche OP hat, spielt er Billard. Findest du das normal? Was möchtest du denn? Er ist doch noch gekommen, oder? Was? Gegen seine Gefühle ist man machtlos. Ich will nichts mehr von Tristan. Ja, ich hol noch Wäsche. Elisabeth. Der Fahrradfahrer kommt. Bitte? Abteilungsleiter Udo Schulz, du weißt schon, nach oben buckeln, nach unten treten. Gib mir die Chance, dass ich mir selbst ein Bild von ihm machen kann. Ja, Frau Wolf, Herr Schulz. freut mich, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Bitte nehmen Sie doch Platz. Wasser? Kaffee? Danke, ich habe schon bei Frau Bosse bestellt. Herr Schulz, können Sie sich vorstellen, warum ich Sie zu diesem Termin gebeten habe? Gehaltserhöhung? Beförderung? Beides zusammen?
Frau Urban hat eine Anfrage zur Überprüfung ihrer Kündigung gestellt. So, hat sie das. Sie hat erklärt, Sie hätten sie ohne Vorwarnung und ohne Begründung schriftlich gekündigt. Richtig. Und? Wie kommen Sie dazu? Ich meine, das können Sie nicht machen. Doch. In Ihrer Akte steht es doch. Probezeit, da braucht es keinen Kündigungsgrund. Aber ich wüsste den Grund gern. Ich meine, Frau Urban hat hervorragende Zeugnisse, sehr gute Referenzen. Warum lassen wir so eine Mitarbeiterin gehen? Schwanger. Bitte? Ich habe mitgekriegt, wie ihr jemand in der Teeküche gratuliert hat. Die Urban ist schwanger. Und wir beide wissen ja, was eine Schwangere ein Unternehmen kostet. Das habe ich mir seit Jahren angewöhnt. Ich schreibe auf, was sich in meinem Kleiderschrank befindet und an was ich mich nicht mehr erinnere, das sortiere ich aus. Das funktioniert jetzt so einfach für dich, ja? So einfach habe ich nicht gesagt, aber manchmal muss man auch loslassen, um frei für was Neues zu sein. Mann, Charlie, ich habe mich Tristan einfach so nah gefühlt, weißt du? Ich weiß doch, wie es ist, wenn man einen Elternteil verliert. Ja, das verstehe ich auch, aber Ludwig wird wieder gesund, Gott sei Dank. Und Tristan wird bald wieder der Alte sein. Bella, ich habe mir das noch mal überlegt. Denk doch mal an diese zynische Wette mit Andi um dich. Seine Brandstiftung. Dann wieder ein Kuss, an den er sich nicht erinnert oder der ihm nichts bedeutet hat. Bella, ich will doch, dass es dir gut geht. Helena, tut es so leid, dass sie nicht da sein konnte. Naja, mal eben so von Kambodscha herzukommen, dafür war die ganze Sache ja zu kurzfristig. Oder? Übrigens, gut, dass du da bist. Trotzdem, der Brand im Gestüt, das kann ich dir nicht einfach vergessen. Das habe ich auch nicht erwartet. Dann ist das ja geklärt. Papa freut sich bestimmt, dass du da bist. Ja, wenigstens einer. Ich bin auch froh, dass du vorhin wiedergekommen bist. Ich glaube kaum, dass das hier der richtige Ort oder die richtige Zeit ist. Und überhaupt, du solltest schon gar nicht hier sein. Ich sollte bei meiner Familie sein. Tristan? Obwohl ich ein wenig Starthilfe gebraucht habe. Du denkst also immer noch, dass Tristan eine andere Seite hat. Aha, nicht nur er, so wie es aussieht. Hm? Wen verschweigst du mir? Ach, der ist uralt. Müsste der dann nicht auf dem aussortierten Stapel landen? Das ist ein Geschenk von Bernd von Beinbach. Und wer war das? Ein Schurke, der mich nach Strich und Faden belogen und betrogen hat. Und dann hebst du das jetzt noch so als sentimentale Erinnerung auf? Nein, ich kann das. Loslassen. Mich von sentimentalen Erinnerungen trennen. Nach vorne sehen. Ah ja. Gut, ich kann das auch. Du hast es geschafft. Ja. Vater, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Sind noch irgendwelche Nachwirkungen oder Spätfolgen zu erwarten? Nein, nein, nein. Ich bin mir sicher, euer Vater wird wieder ganz gesund. Ich bin so froh, dass du es geschafft hast. Der ist von Helena und der ist von mir. Danke. Tristan. Du hattest keine Chance, aber du hast sie genutzt. Solltest du auch tun. Wenn es dir wieder besser geht, dann reden wir. Das sollten wir. Ich
braucht jetzt Ruhe. Gute Besserung. Auch von Tanja. Marlene und Dana waren auch da. Und sogar Charlie. Alle waren da die ganze Zeit. Ohne sich zu streiten. Ja, ganz friedlich. Noch ein Wunder. Eine Schwangerschaft ist kein Kündigungsgrund. Als Abteilungsleiter müssten Sie das wissen. Wenn die Urban... Frau Urban. Wenn sie gleich beim Vorstellungsgespräch gesagt hätte, dass sie schwanger ist, hätte ich ja nicht gekündigt. Sondern Sie erst gar nicht eingestellt. Das haben Sie es gesagt. Ich muss Ersatz einarbeiten. Nach der Elternzeit die Frau Urban wieder auf Stand bringen. Dann ist das Kind krank, Probleme in der Kita. Sie muss ständig zeitig weg, ist aber nie pünktlich. Es reicht. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht konkret die Frau Urban gemeint. Sie ist nicht die erste in meiner Abteilung. Ich kenne also die Spielchen. Also wie gesagt, Frau Urban ist per Gesetz nicht verpflichtet, ihre Schwangerschaft anzugeben. Also ist eine Schwangerschaft auch kein Kündigungsgrund. Nein, aber es kann mich auch niemand zwingen, sie nach der Probezeit zu verlängern. Doch, ich. Denn als Abteilungsleiterin habe ich das letzte Wort. Herein. Der Kaffee? Wir sind hier fertig. Sie ziehen die Kündigung zurück. Heute noch. Ich sollte mal in der Geschäftsführung nachfragen, ob wir neuerdings ein gemeinnütziger Verein sind. Ja, eine gute Idee. Tun Sie das. Ansgar von Lahnstein wird sich freuen, wenn Sie ihm mit solchen Dingen kommen. Du siehst gestresst aus. Kann ich was für dich tun? Nee, ist alles in Ordnung, Petra. So here you are in the city with a shattered Oh nee. heart, it seems. Ist das süß. When you arrived, you thought you'd have Ups. Meinst du, das ist so eine gute Idee? Naja, so ein Fotoalbum ist zwar ein guter Staubfänger, aber man sollte ab und zu auch mal reingucken. Aber ich weiß doch, was in dir abgeht. Solange Mama sich noch nicht entschieden hat, da quälst du dich doch nur mit solchen Babyfotos. Das Sofa. Ist ja der Hammer, was? Kann sich gar nicht mehr dran erinnern, ne? Ist das hässlich. Wie süß ihr drei da wart. Eine süßer als die andere. Warum ist denn das heute nicht mehr so? Oh Gott, guck mal hier. Weißt du noch, nach dem Foto? Danach, da hast du mich von oben bis unten vollgekotzt mit Karottenbrei. Oh, das ging nicht mehr raus. Oh nein, ist das süß. Du willst unbedingt, dass Mama das Baby bekommt, oder? Hm? Und was ist, wenn nicht? Mama war immer für euch da. Und das war auch immer gut so. Aber jetzt seid ihr erwachsen. Naja, zumindest fast. Ob sie das alles noch mal durchmachen will? 15, 20 Jahre wären das ja bestimmt. Das ist eine schwere Entscheidung. Jetzt hat sie einen Job, der sie herausfordert. Da kann ich sie gut verstehen. Aber traurig wärst du trotzdem. Was? Aber traurig wärst du trotzdem. Aber wozu habe ich euch drei Quälgeister? Ein neues Leben. Das habe ich dir zu verdanken. Wenn dann Dr. Mendes und Dr. Mader. Ich war ja eher skeptisch, was diese Operation angeht. War nicht einfach, oder?
so sagen. Endlich. Endlich lächelt sie wieder. Deine Entscheidung Ansgar betreffend, bereust du es schon? Er muss sich erst bewähren. Und dann? Sehen wir weiter. Du wirst aber nicht so weitermachen wie bisher. Nein. Ich will mich nur noch auf meine wunderschöne Frau konzentrieren. Und alt werden mit ihr steinalt. Sebastian, kümmer du dich um Emma. Jetzt, wo du kein Imperium mehr führen musst, hast du doch massig Zeit. Schön, dass ihr euch wieder vertragen habt. Ach, Hagen, du hast natürlich Zeit. Weißt du, aber irgendwer in dieser Familie muss auch mal das Geld verdienen. Ach, übrigens, Rebecca, melde dich bei der Schneiderin. Sie kommt mit deinem Änderungsprotokoll nicht klar. Ja, weil ich ständig mit 2 Geschäftsführerinnen rumplagen muss, die sich wegen jeder Kleinigkeit die Köpfe einschlagen. Also ich hetze jetzt nicht gleich wieder zur LCL. Ich will mir jetzt ein paar Minuten Ruhe gönnen. Ruhe kannst du dir nach der Präsentation gönnen. Bis dann haben wir viel zu viel zu tun. Hast du denn schon wieder Streit? Und das an Ludwigs Geburtstag? Darauf hast du bestimmt Champagner getrunken. Ja. Und es ist sogar noch was da, obwohl Justus einen ordentlichen Zug drauf hat. Du hast mit Justus Champagner getrunken. Naja, wenn es so einsam ist oben an der Spitze, muss man schon mal auf die Dienstboten zurückgreifen. Hm? Und du hättest dir auch jemand bestellen können zum Anstoßen. Wäre vielleicht ein bisschen geschmackvoller gewesen. Also ob ihr es glaubt oder nicht, auch ich habe mir Sorgen um den alten Zausel gemacht. Ansgars Märchenstunde. Komm, wir gehen doch lieber gleich zur LCL. Eigentlich wollte ich euch auch nur mitteilen, dass ich froh bin, dass es eurem alten Herrn besser geht. Dass ihr jetzt sauer seid, weil ich hier der Boss bin, naja. Hier? Du meinst wohl eher bei Lahnstein Enterprise. Jetzt pack die Goldwaage wieder ein. Es ist nicht meine Schuld, dass du dir hier wegen Tanja die Nachfolge versaut hast. Ich schlage vor, ihr gewöhnt euch an die neuen Verhältnisse. Das macht's für alle einfacher. Die eigentliche Krise ist nämlich noch nicht vorbei. Na klar, du schwingst die Peitsche und wir hören auf dein Kommando. Wenn ihr drauf steht. Ich wollte eigentlich auf Teamgeist setzen. Hat er gerade eben Teamgeist gesagt? Ja, vielleicht hat Justus ihm ja was in den Shampoos getan. Wieso? Verlogen war er da schon immer. Let me know the rest of the world. Sunshine, warming me up to the bones, lifting me up so I can fly. She says there's nothing to be said, nothing to be gained from the winds that blow today. And all you have is time, walking down this line, no twisted preservatives of life. You have what you have, what you have is free. Wie oft denn noch? Es werden keine Entscheidungen alleine von Clarissa gefällt. Nein, Sie unternehmen gar nichts. Ich mache mich sofort mit der Chefdesignerin auf den Weg. Ach, Ansgars Gerede von Teamgeist, das ist doch nur bla bla bla. Glaubt ihr wirklich, wir nehmen ihm das ab nach allem, was er sich geleistet hat? Wieso? War doch ein netter Versuch, seine Untergebenen zu motivieren. Da bin ich wohl zur richtigen Zeit ausgestiegen, was? Du kannst es dir immer noch anders überlegen. Das Thema ist durch. Ihr wolltet mir kein Geld für den Wiederaufbau geben. Und Ansgar, der wird das erst recht nicht tun. Nee, Ansgar wird weiterhin sparen. Zum Beispiel bei LCL. Nein, das glaube ich nicht. Wieso? Willst du es ihm verbieten? Mein Instinkt sagt mir, dass zwischen ihm und Clarissa irgendwas läuft. Und er wird LCL nicht antasten. Und weil er genau weiß, dass er dann dich, Rebecca und seine eigene Tochter gegen sich hätte. Und wenn schon, das Gremium ist abgeschafft. Vergesst mir mal nicht seine Probezeit. Unser Vater wird sich sehr genau überlegen, ob er ihn danach noch weiter einsetzt. Egal wie handsam sich Ansgar weiterhin geben wird, wir sollten ihm besser auf die Finger schauen. Abhacken wäre besser, oder? Schulz hat dich doch gestresst. Geht hier echt jedem so. Ja, das
Gespräch war leider nicht sehr konstruktiv. Victoria, was ist? Nichts. Ich glaube, ich habe einfach nur was Falsches gegessen. Ich rufe jetzt einen Arzt. Nein, ich brauche keinen Arzt. Ich glaube, ich sollte einfach ein bisschen an die frische Luft gehen. Chanel, aus der Buchhaltung ist gestern wegen Salmonellen zusammengeklappt. Ach Quatsch, ich habe keine Salmonellen. Weißt du was, sei so gut und sag meinen letzten Termin ab und ruf mir ein Taxi zum Eingang, ja? Wie du willst. Gute Besserung. So, tut mir leid, aber das kriege ich nicht hin. Schöne Grüße an Ihren Chef. Da braucht ihr wohl eine neue Zapfanlage. Vielen Dank, dass Sie noch mal gekommen sind. Gern. Für die Reparaturen würden wir Sie gerne zum Essen einladen. Echt? Oh, ist noch irgendwas zu reparieren? Meine Frau. Hi, Vicky. Gilt das auch für 2 Personen? Was hältst du von einem schönen Abendessen im No Limits? Thomas, ich bin auf dem Weg ins Krankenhaus. Ins Krankenhaus? Ja, ich habe Unterleibsschmerzen. Oh, ziemlich starke, ganz plötzlich. Kannst du bitte kommen? Ins St. Vinzenz? Ich brauche dich jetzt. Was machst du denn für Sachen? Ich komme, sofort. Gut, bis gleich. Hier, für dich. Ein Geschenk. Ja, einmal Retour. Das war eigentlich nur als nette Geste gemeint. Ja, eine schweineteure Geste. Also ich verspreche dir, ich komme trotzdem noch über die Runden. Du kapierst es einfach nicht, oder? Ist doch egal. Du interpretierst da viel zu viel rein. Ich wollte mich einfach nur bedanken. Ja, dann tu's doch einfach. Bella, ohne dich hätte ich einen riesigen Fehler gemacht. Naja, und Vater und ich reden wieder miteinander und Rebecca ist zumindest nicht mehr ganz so unversöhnlich, also danke. Gern geschehen. Weißt du, da wo ich herkomme, da helfen sich Leute in der Notlage und schenken sich danach nicht teure Angeberuhren. Hast du Lust auf einen Grog? Frau Linse hat gerade einen gemacht, der ist legendär. Weißt du, geh mir einfach aus dem Weg, okay? Soll ich das vielleicht mal... Nein, ich kann das schon alleine. Sebastian, ich dachte, du betrittst die heiligen Hallen gar nicht mehr, jetzt, wo ich am Schreibtisch unserer Vorväter sitze. Mach's dir nicht zu bequem. Setz dich doch. Kaffee, Tee, Cognac. Deine warmen Worte eben. Aber Teamgeist, die haben uns alle richtig bewegt. Es freut mich, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Familie sich wieder geeint fühlt. Und sei es nur in ihrem Urteil über mich. So ist es. Also versuch erst gar nicht, dir Vorteile zu verschaffen. Du meinst so wie du, als du Clarissa erpresst hast, damit Tanja LCL alleine führen kann? Wir behalten dich im Auge. Das müsst ihr gar nicht. Ihr könnt euch entspannen. Ich bin völlig zufrieden. Ich habe doch auch alles, was ich will. Ich sitze da, wo ich hingehöre, führe die Firma, was euch ja immer überfordert hat. Nachdem du unsere Bank in die Pleite gewirtschaftet hast. Niemand ist perfekt. In Sachen Arroganz doch schon, oder? Im Gegensatz zu euch habe ich allerdings noch brauchbare Ideen. Zum Beispiel, wie du mir auf die Finger schauen kannst und dich trotzdem ein bisschen nützlich machen kannst. Wir alle wissen doch inzwischen, dass dir die Rolle des Stellvertreters am besten liegt. Ein guter Chef dagegen sollte vor allem delegieren können. Komm zum Punkt. Du, Ansgar Stellvertreter? Es ist die beste Möglichkeit, ihn zu kontrollieren. Ich habe mir etwas dabei gedacht, als ich ihn zu meinem Nachfolger ernannt habe. Ja, das hoffe ich. Trotzdem, es wäre ein Fehler, ihm blind zu vertrauen. Das heißt, du nimmst sein Angebot an? Hab schon zugesagt. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht für nötig gehalten, dich um Rat zu fragen. Du hältst meine Ehe mit Tanja ja auch für weit bedrohlicher als Ansgar. Aber du übernimmst trotzdem die Verantwortung. Danke. Das ist wirklich ein guter Tag heute.
soll das? Ich habe das Armband ein bisschen enger machen lassen, damit du die Uhr nicht verlierst. Mach das sofort wieder ab. Also da, wo ich herkomme, nimmt man keine Geschenke zurück. Tristan? Willst du jetzt die ganze Zeit sauer auf mich sein? Das ist gar nicht gut für dein Karma. Ich muss los, also, falls du dir alles überlegst, du weißt ja, wo du mich findest. Wolf ist mein Name, guten Abend. Ich suche meine Frau, Viktoria Wolf. Sie müsste schon hier sein. Moment. Mit Unterleibsschmerzen. Sie sind noch nicht dran. Soll ich mir jetzt hier eine Marke ziehen oder was? Meine Frau hat starke Unterleibsschmerzen. Die ist schwanger. Name? Thomas Wolf, nein, meine Frau heißt Viktoria Wolf. Mhm. Und? Ihre Frau ist schon in Behandlung. Ja, aber wo denn? Nehmen Sie bitte dort drüben Platz. Also, ich komme jetzt extra her, weil meine Frau mich anruft, damit ich bei ihr sein kann. Tut mir leid. Jetzt laufen Sie doch nicht weg! Hallo! Das gibt's doch nicht. Hallo! Was ist denn das hier für ein Saftladen? Schon geh ab! Verdammt nochmal! Hallo, Bellerchen. Ich habe uns Abendessen mitgebracht. Kürbisgnocchi an Salbeibutter. Was für die schlanke Linie. So Vaseline wäre mir lieber. Woher hast du die denn? Von Tristan, weil ich Zeit mit ihm verbracht habe, was ich so schnell nicht wieder vorhabe. Heißt das, Tristan war hier und hat dir diese Uhr geschenkt? Nein. Und jetzt kriege ich das Mistding einfach nicht mehr ab. Bella, die Frage wird dir nicht gefallen, aber wieso hast du sie überhaupt angezogen? Das war ich nicht, das war Tristan. Ist auch egal. Bella, was machst du denn da? Ja, was denn? Da ist sie doch in guter Gesellschaft, oder? Mit Bernds Unterwäsche und der Serviette. Ja, aber bei Erinnerungen ab einem gewissen Sachwert muss man da anders verfahren. Und wie bitte? Naja, im schlimmsten Falle gibst du sie ihm zurück. Das habe ich schon versucht. Oder verkauf sie und spende sie für einen guten Zweck. Ja. Aber sie ist doch eigentlich sehr hübsch. Warum trägst du sie nicht einfach und sagst dir, es ist nur eine Uhr? Das funktioniert. Versuch's mal. Du bist nur eine Uhr. Und? Funktioniert's? Du bist nur eine Uhr. Na, es klappt. Was gucken Sie denn so blöd? Hey, wie geht's dir? Wir können nach Hause. Hast du Schmerzen? Nein. Was sagen denn die Ärzte? Es war nichts. Fehlalarm. Fehlalarm? Warum weinst du denn dann? Ich hatte auf einmal solche Angst um das Baby. Oh, mein Schatz, komm mal her. Wird alles gut. Ja? Ah. Du bist wach? Ja. Ich dachte, du ruhst dich noch aus. Sebastian war gerade noch hier. Ja, ich weiß. Und ich nehme mal an, ihr habt euch nicht über deinen Gesundheitszustand unterhalten. Nein, über Ansgar. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ludwig, vor ein paar Stunden warst du klinisch tot. Dr. Mendes hatte Sorge, dass dein Gehirn bleibende Schäden davontragen Was würde. ja wohl nicht der Fall ist. Und jetzt hältst du schon wieder einen Geschäftstermin mit deinem Sohn ab? Sebastian hat mir nur erzählt, dass er Ansgars Stellvertreter wird. Du, ich will das gar nicht wissen.
Du regst dich völlig unnötig. Ach ja? Hier, du versteckst Papiere unter deiner Bettdecke. Und vor Stunden hast du mir versprochen, dass du dich ab jetzt voll und ganz auf uns konzentrierst. Und du glaubst mir nicht? Ich darf dich daran erinnern? Du hattest Leukämie und warst gerade geheilt. Da hast du dich wieder voll und ganz in die Arbeit gestürzt. Ja, das wird mir mit Sicherheit nicht wieder passieren. Was hältst du denn davon? Was ist das? Flitterwochen. Was für Flitterwochen? Oh Gott, entschuldige. Und das ist erst der Anfang. Und steht jetzt die ganze Welt offen. Melissentee. Das wird dir gut tun. Danke. Brauchst du sonst noch was? Eine Wärmflasche vielleicht? Nein, es ist alles in Ordnung. Es sind ja nur ein paar Bänder, die sich dehnen. Wenn der Arzt recht hat. Ich habe mich selbst davon überzeugen können, dass alles in Ordnung ist. Ich habe so ein Foto dabei. Willst du das sehen? Ein Ultraschallbild? Ja. Oh. Der hat ja meine Nase. Und das da ist das Herz. Das habe ich schlagen gesehen. Wir bekommen ein Baby, Thomas. Sebastian als mein Vize. Sie müssen zugeben, das ist genial. Ja, so genial, wie sich nach dem Pinseln von ein paar Sonnenblumen ein Ohr abzuschneiden. Merkwürdiger Vergleich. Zumal ich nicht sehe, dass ich damit in irgendeiner Weise beschnitten wäre. Ich aber. Ich habe einfach keine Lust mehr, mich mit Tanja wegen irgendein paar Nichtigkeiten herumzustreiten. Was ist denn eigentlich los mit Ihnen? Ich sorge dafür, dass Sebastian sich selbst diskreditiert und Sie rollen ihm den roten Teppich aus. Ja, genau. Das ist der Trick. Wollen Sie mir jetzt erzählen, dass Sie die Probezeit mit einkalkuliert haben? Was sind schon 6 Monate? Solange Ludwig mit Lisbeth in den Sonnenuntergang reitet, weil er denkt, dass Sebastian hier die Stellung hält, kann ich damit ziemlich gut leben. Unser Deal war, dass ich Linie CL bekomme, sobald Sie Ludwigs Nachfolger werden. Ja. Und jetzt müssen Sie sich damit eben einfach noch 6 Monate länger gedulden. Vergessen Sie nicht, ich habe die Belege, die nachweisen, dass Sie die Bankkrise nur fingiert haben. Und warum genau soll ich mich ausgerechnet jetzt daran erinnern? Ganz einfach. Ich will meine Modefirma zurück. Sofort. Oder wir befinden uns im Krieg.